Hey Leute, Xerox hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, wir spielen heute mal was ganz anderes. Wir spielen Stanley Parable. Ja, ich brauchte einfach mal Ersatz zu City Skylines und Space Engineers. Ja, es kommt noch mal ein Video Space Engineers, aber es dauert ein bisschen. Es braucht einfach eine Menge Vorbereitung wegen, zumal, weil jetzt halt das Planeten-Update kam und alles, da muss ich gucken, wie ich das alles mache, ja. Es ist ein bisschen andere Art von Spiel. Ich habe gerade schon mal eine Aufnahme versucht und bin auch recht weit gekommen. Allerdings hatte dann ganz einfach mein Aufnahmeprogramm nicht aufgenommen. Deswegen, ja, versuchen wir das Ganze nochmal, ja. Wir hören uns erstmal das Intro an. Beziehungsweise ihr, weil ich es kennt schon. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Auch ein toller Job. Stanley Nix für mich. was happy. And then one day, something very peculiar Stanley happened. Parable. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Jetzt geht's los. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Eigentlich wollte ich das Ganze hier mit Controller spielen, aber irgendwie geht das nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Sieht echt nicht danach aus, als wenn hier irgendwer ist. Allerdings muss hier mal jemand aufräumen. Also das Spiel an sich ist echt genial. Es geht halt darum, dass ich an verschiedenen Stellen Entscheidungen treffen kann und dementsprechend sich halt die Story anpasst. Ja. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Der Erzähler sagt jetzt natürlich, wir sollen durch die linke Tür gehen. Wir könnten jetzt durch die rechte Tür gehen. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal für die erste Runde hier, befolgen wir mal alles, was er sagt. Jo. Tut mir leid, wenn ich ab und zu mal nicht viel sage. Es geht einfach darum, es ist halt sowas, wenn der Erzähler was erzählt, dann soll man das natürlich auch verstehen und da gibt es einfach nicht viel dazu zu sagen. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Wo ist der Beamer? Ach, da oben. Ah ja. Geile Diagramme, Alter. Psst. Whiteboard Manager. Get Chris out of the broom closet. Hier war wohl jemand eingesperrt. Ja. Okay. Und? Ja. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here. Ach, so he turned around and got back on track. Ich hoffe, nein, okay. Ich dachte schon, ich hätte mich jetzt hier eingesperrt. Naja.
Gehen wir weiter. So. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Jo, machen wir das erstmal. Am Ende, es gibt genug Enden, die wir noch in weiteren Folgen rauskriegen können. Wenn ihr auch andere Spiele habt, die ich mal so spielen könnte, wenn ich mal nichts anderes zum Aufnehmen habe, einfach mal in die Comments schreiben, ne? Weil es gibt auch eine Situation, wo es heißt, ja, Space Engineers kannst du aus irgendeinem Grund nicht aufnehmen und was weiß ich. Und auf City Skylines hat man halt auch nicht immer Bock. Weil das wäre jetzt die 3. Folge hintereinander, die ich jetzt aufgenommen hätte, wenn ich jetzt wieder City Skylines gemacht hätte. Deswegen Stepping into his lieber manager's nicht. office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. Geiles Büro. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth Ja. that his boss had been Hätte keeping ich auch nicht from wissen him. können. And so the boss had assigned Ja. an extra secret PIN Sicherlich. number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Geil, ich liebe diesen Erzähler. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He Wow. stepped into the newly opened passageway. Übrigens, wie man wohl schon sehen kann, ich habe deutsche Untertitel. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe. Deswegen, ja. Weil den Erzähler gibt es zwar auf Englisch, aber ist auch in Ordnung so. Also, der Erzähler, da habe ich kein Problem mit, dass es den nur auf Englisch gibt. Uff, das war laut. Und dafür, dass ich das alles auf höchste Grafikeinstellungen und alles habe, das Spiel läuft einfach unglaublich Descending deeper into the building, gut. Also, Stanley realized he felt a geil. bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. oh. Sehr creepy hier. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie Slenderman. Stanley walked straight ahead Oh, through jetzt the hab ich large mich door that erschrocken. read Mind Control Facility. Ich dachte jetzt, es wäre ein Jumpscare oder so. Ja, und immer die Türen hinter einem zumachen. Ich nehme mal an, die Lampe steht für Licht. The lights rose on an enormous room packed with Okay. television screens. Ja. What horrible secret did this Geil. place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Unglaublich. Es geht ja ganz schön tief runter. Ich weiß noch nicht. Etwa für ein Ding für Atomraketen oder was ist das? Ist da vorne? Da wird noch eine neue Plattform gebaut. Now the monitors okay. jumped to life. Their true Warte mal, nature hier sind doch revealed. Zahlen. Each bore the number of 427. an Da. employee in the building. Jo. Stanley's co-workers. Da sieht man The unser Büro. lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally Da. monitored Ich in hab's this wieder place gefunden. where freedom meant nothing. Ich hoffe, ihr habt es mittlerweile gefunden. Gerade direkt in der Mitte meines Bildschirms. Ja. Krass, krass. Ja, ja. Oh. Ich will jetzt aber nicht fliegen. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Ach so, ein Had Stanley Aufzug. really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Na, mit so einem Had he fetten truly Raum. spent his entire life utterly blind to the world? Ich glaube, so eine fette Anlage baut man nicht, wenn es But nicht here was the funktionieren proof, würde. the heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content.
Walking, eating, Ich will jetzt working, irgendwie nicht all of reingehen. it Ich weiß nicht, ob monitored and das jetzt commanded irgendwas from this Schlimmes ist. very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley Hier lieber decided nix. that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once Ja. and for all. Und mal wieder ein Raum ohne Boden. Zumindest sieht so aus. Steht da unten? Mind Control. Ich kann nicht lesen. Mind Control. Keine Ahnung. So. Einschalten oder ausschalten. Hä, ist doch schon eingeschaltet. Also ich weiß nicht, was er noch will, aber schalten wir es mal aus. Okay. Laut. Ne, okay. Ich sehe nichts. Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Was ist denn hier los? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or schöne Story hinter dem ganzen Ding, also. Whatever life he lives, it will be his. Ich mag das Spiel echt, also ist echt geiles Spiel. Deswegen. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ich würde sagen, das ist für die erste Folge schon mal das Ende. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Ja. Denn das sind jetzt auch schon wieder 10 Minuten, 11 Minuten. Ja. Für die erste Folge reicht das, glaube ich, erstmal. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein.